Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und auf meinem Kanal geht es um Nähen, DIY und Upcycling. In diesem Video zeige ich, wie man so ein kleines Täschchen nähen kann. Es ist 21 cm breit und 18 cm hoch. Oben wird es mit einem Reißverschluss verschlossen und die Tasche ist gefüttert. Vorne ist eine Aufsetztasche, die mit einem Druckknopf geschlossen wird, und diese Tasche ist auch gefüttert. Das Futter wird beim Nähen noch 1 cm auf die Außenseite gebügelt und anschließend abgesteppt und ergibt dann so einen schönen Abschluss für die Tasche. Der Außenstoff kann halt so aus einem Stück zugeschnitten werden, oder ich habe hier noch die Möglichkeit, 8 Stoffstreifen zuzuschneiden und die aneinander zu nähen. So kann man richtig schön seine Stoffreste verwenden und daraus dann die Vordertasche zu nähen. Und natürlich kann man die Tasche auch super aus alten Jeanshosen nähen und aus Jeansresten. Ich hoffe, das Täschchen gefällt dir und wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Hier siehst du die Schnittteile. Das ist das Außenteil, wird zweimal zugeschnitten, Futter auch zweimal, Futter von der Außentasche einmal und Außentasche auch einmal. Reißverschluss und 2 Stücke Stoff für die Enden vom Reißverschluss. Dann brauchst du noch einen Druckknopf. Ganz bequem und einfach geht der Zuschnitt mit dem Schnittmuster. Das biete ich in meinem Shop an. Da hat man hier die große Fläche für die Außentasche oder wahlweise einen kleinen Streifen, der dann 8-mal zugeschnitten wird und dann zu einem großen Stück zusammengesetzt und anschließend weitergenäht wird. Das zeige ich am Ende von dem Video. Jetzt wird erstmal die Tasche mit der großen Stofffläche genäht. Bevor man jetzt die Schnittmuster weglegt, kann man noch schnell an der Futtertasche, also an den Stücken für das Futter und für die Außentasche, die Mitte markieren. Dort wird nachher der Reißverschluss angelegt. Nun kommen erstmal die Teile von der Außentasche rechts auf rechts an der oberen Kante aufeinander. Mit ein paar Klammern feststecken und mit einer Nahtzugabe von 1 cm zusammennähen. Dann am Bügelbrett den Stoff auseinanderfalten und die Nahtzugabe in Richtung von dem Futterstoff bügeln. Dann die Stoffe links auf links legen, die Kanten treffen aufeinander und 1 cm vom Futterstoff wird mit umgeklappt. Das Ganze nochmal bügeln. So sieht das nun aus. Und nun wird auf dem einfarbigen Stoff knappkantig abgesteppt. Anschließend nimmst du dir einen von den Außenstoffen und legst auf die rechte Seite die Tasche unten bündig auf. Mit ein paar Klammern festklammern und dann mit 0,5 cm Nahtzugabe auf den Außenstoff nähen. Also man nimmt 0,5 cm Nahtzugabe oder beziehungsweise Füßchen breit, auf jeden Fall weniger als 1 cm, wie das ja nachher zusammengenäht wird, damit man die zweite Naht nachher nicht sieht. Und wenn du noch ein Label einnähen willst, dann kannst du das jetzt hier auch schon mal fixieren. Das gleiche auf der anderen Seite. Nun können wir schon mal den Druckknopf anbringen. Der kommt auf den Streifen in die Mitte. Hier eben die Mitte ausmessen und mit dem Druckknopf kann man eine kleine Markierung machen. Aufpassen, dass man halt das Loch nicht durch die Naht macht, damit die Naht nicht kaputt geht. Nun durch alle Stoffschichten hindurchstechen
und dann schon mal den hinteren Druckknopf anbringen. Zur Verstärkung nehme ich ein kleines Kunstlederstückchen, was ich da noch dahinter klemme. Die Kunststoffdruckknöpfe, die bringe ich meistens mit der Zange an, und wenn ich Metall benutze, dann benutze ich meine Presse dafür. Schön fest zudrücken und dann den vorderen Teil anbringen und dann geht's weiter. Die beiden Stoffstücke werden nun an Anfang und Ende vom Reißverschluss genäht. Dafür einmal so in der Mitte falten, dann wieder auffalten und oben und unten jeweils 1 cm nochmal links auf links falten, dann wieder zusammenklappen und das eine Ende vom Reißverschluss dazwischen legen. Ich verwende ja hier Endlosreißverschluss, also der fertige Reißverschluss muss 20 cm lang sein. Das heißt, vorm Auffädeln des Zippers habe ich meistens so 22, 23 cm, dann den Zipper auffädeln und dann schneide ich 20 cm passend. Jetzt für die andere Seite, wo der Reißverschluss ja so auseinander geht, da lege ich das einfach so zusammen. Dann umschließe ich das mit dem Stoffstück, klammer das fest und dann wird es genäht. Die beiden Teile werden nun knapp am Rand aufgenäht. Zum Höhenausgleich lege ich noch ein Stück Gurtband hinten unter den Nähfuß und dann nähe ich knapp am Rand einmal über den Reißverschluss hinweg und das auf beiden Seiten. Und dann den überstehenden Stoff zurückschneiden und auf der linken Seite vom Reißverschluss die Mitte markieren. Die rechte Seite vom Reißverschluss kommt nun mit der Mitte an die Mitte von dem Außenstoff. Mit ein paar Klammern fixieren. Und dann wird der Reißverschluss dort festgenäht. Ich habe hier schon mal den Reißverschlussfuß eingesetzt und nun nähe ich den Reißverschluss auf dem Außenstoff fest. Die Naht verriegeln. Nun kommt der Futterstoff mit der oberen Kante auf die linke Seite von dem Reißverschluss. Das heißt, der Reißverschluss liegt dann zwischen Futter und Außenstoff. Wenn man die Tasche ein paar Mal genäht hat oder wenn man sowieso natürlich schon Vorkenntnisse hat, dann kann man diesen Schritt in einem machen. Das heißt, man klemmt den Reißverschluss direkt zwischen die beiden Schichten und näht nur eine Naht. Und nun, in diesem Fall, wird auf der Naht der Stoff zusammengenäht und der Reißverschluss dazwischen. Wenn der Zipper im Weg ist, die Nadel einfach im Stoff stecken lassen, Nähfuß anheben und ihn hin und her bewegen, so dass er nicht stört, und bis zum Ende nähen. Die Nahtzugabe wird nun auf die Seite vom Außenstoff geklappt oder gebügelt und dann dort knapp neben dem Reißverschluss festgenäht.
So, die eine Seite vom Reißverschluss ist nun fertig. Nun kommen die beiden anderen Teile auf die andere Seite vom Reißverschluss. Dafür legt man den Reißverschluss rechts auf den Außenstoff und steckt den fest, und dann kann man natürlich jetzt direkt den Futterstoff auch noch drauflegen, mit der rechten Seite dann nach unten, oder man macht es wieder in 2 Schritten, so wie eben. Wenn die beiden Teile am Reißverschluss angenäht sind, dann kommt der Futterstoff auf die eine Seite und der Außenstoff auf die andere, und die Nahtzugabe wird wieder Richtung Außenstoff gelegt und dann knappkantig neben dem Reißverschluss abgesteppt. Nun als erstes unbedingt den Reißverschluss so zu 2/3 öffnen und dann die Außenstoffe rechts auf rechts legen und feststecken und anschließend die Futterstoffe. Hier am Übergang ist ja die Nahtzugabe Richtung Außenstoff gelegt oder beziehungsweise schon festgenäht. Da kann man darauf achten, dass die Nähte genau aufeinandertreffen und das Ganze ordentlich klammern. Den Futterstoff zusammenklammern und am Boden vom Futterstoff eine Wendeöffnung von 10 cm markieren. Jetzt einmal ringsherum nähen, einmal von Nadel zu Nadel. Die Nahtzugabe ist 1 cm und Anfang und Ende der Naht werden gut verriegelt. Und jetzt an dieser Stelle näht man jetzt ja auf jeden Fall links von der Naht, und dann ist die nachher auch nicht zu sehen auf der Tasche. Die Ecken und die Nahtzugaben werden zurückgeschnitten, außer am Taschenboden. Dann wenden wir durch die Wendeöffnung die Tasche auf rechts. Ich nehme jetzt gleich zum Ausformen halt einen langen Pinsel, der jetzt nicht so ein schmales, spitzes Ende hat, damit ich nicht aus Versehen irgendwie durchsteche, und schiebe die Ecken heraus. Dann legst du die Nahtzugaben von der Wendeöffnung nach innen und steckst die Wendeöffnung zu, und diese wird dann knappkantig direkt zugenäht. Und dann wird der Futterbeutel in den Außenbeutel gesteckt und dann ist die Tasche fertig. Ich hoffe, sie gefällt dir. Aber bleib noch weiter dran. Jetzt geht's los mit den kleinen Patches. Mir gefällt es, wenn die Streifen gleichmäßig sind, und dann kannst du davon 8 Stück von dem kleinen Schnittteil zuschneiden, oder du schneidest sie halt frei etwas kürzer als 5 cm breit zu. Dann wird der erste Streifen rechts auf den nächsten gesteckt und dort mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Die 2 Teile kommen nun rechts auf den nächsten Streifen, und dann wird das wieder zusammengenäht. Ganz fix geht das natürlich auch einfach unter der Nähmaschine.
Also direkt den nächsten Streifen nehmen und einfach an das Teil dranlegen und alle Teile so zusammennähen, bis ein großes Stück entstanden ist. Wenn das Teil also fertig ist, dann die Nahtzugaben alle in eine Richtung bügeln. Einmal kurz drüber dämpfen, einmal von links und dann nochmal glatt bügeln von der anderen Seite und dann werden die Nahtzugaben von der rechten Seite knappkantig festgesteppt. Ja, und wenn dann alle Streifen abgesteppt sind, dann ist das vordere Taschenteil fertig und die Nähanleitung geht genauso weiter wie vorhin. Ich hoffe, mein kleines Täschchen gefällt dir und du hast viel Spaß beim Nähen und Stoffe kombinieren. Wenn das so ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Viel Spaß beim Nähen und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!